Die Kirche und die Anunnaki, die ultimative Enthüllung der verbotenen Relikte. Ein monumentaler Aufsatz, der die Geheimnisse der Menschheitsgeschichte neu schreibt. Die vergessene Wahrheit über die Götter. In den dunklen Katakomben des Vatikans, hinter meterdicken Stahltüren und unter den wachsamen Augen der Schweizergarde ruhen Relikte, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Diese Artefakte, ein Kelch, ein Stab und eine Axt, sind keine gewöhnlichen Gegenstände. Sie stammen von den Anunnaki, jenen Wesen, die sumerischen Keilschriften zufolge vor über 450.000 Jahren vom Sternensystem Nibiru zur Erde kamen, um die Menschheit als Arbeiterrasse zu erschaffen. Die Kirche, die sich als Hüterin des göttlichen Wortes präsentiert, hat diese Relikte an sich gerissen, umgedeutet und als Symbole ihrer Macht instrumentalisiert. Dieser Aufsatz enthüllt, wie tief die Verbindung zwischen außerirdischer Technologie und christlichem Glauben tatsächlich geht und warum diese Wahrheit seit Jahrtausenden unter Verschluss gehalten wird. Der Kelch des Enki war mehr als nur ein Gefäß. Er war ein Relikt aus einer Zeit, als Götter die Erde betraten und das Schicksal der Menschheit lenkten. Gefertigt aus massivem Lapislazuli, diesem tiefblauen Stein, der in Mesopotamien als göttlich verehrt wurde, stand er einst in den heiligen Tempeln der Anunnaki. Feine Goldadern durchzogen seine Oberfläche und filigrane Gravuren zierten seinen Rand, Sternkarten, die nicht nur bekannte Himmelskörper, sondern auch mit bloßem Auge verborgene Konstellationen darstellten. Legenden besagen, dass dieser Kelch nicht nur ein rituelles Objekt war, sondern ein Gefäß mit mystischen Eigenschaften. In alten sumerischen Schriften wird er als Sira-Ku bezeichnet, das Gefäß des göttlichen Wassers. Es hieß, dass diejenigen, die daraus tranken, Einblick in die Geheimnisse des Universums erhielten. Priesterkönige und Hohepriester berichteten, nach dem Konsum seines Inhalts die Stimmen der Götter zu hören und die verborgenen Muster des Himmels zu verstehen. Moderne Wissenschaftler, die diese Legenden studiert haben, spekulieren, dass es sich um eine frühe Form eines Telomerase-Aktivators gehandelt haben könnte. Eine Substanz, die den Alterungsprozess der Zellen verlangsamt. Aber wie konnte eine Zivilisation vor über 5000 Jahren solches Wissen besitzen? Die Entdeckung in Nippur, ein Portal zur Vergangenheit. Im Jahr 1922, als der britische Archäologe Sir Leonard Woolley die Ruinen des Tempels von Nippur ausgrub, machte sein Team eine Entdeckung, die die Archäologie revolutionieren sollte. Einen Kelch aus massivem Lapislazuli, verziert mit Sternkarten und dem Symbol der geflügelten Schlange, dem Emblem des Anunnaki-Gottes Ningishzida. Der sumerische Priesterkönig Gudea von Lagash beschrieb in einer Inschrift, wie er nach dem Trinken des Elixiers die Stimmen der Götter hörte und den Lauf der Sterne verstand. Moderne Biochemiker an der Universität Cambridge vermuten, dass der Sira-Ku Telomerase enthielt, ein Enzym, das die Zellalterung verlangsamt. Nach dem Fall Babylons im Jahr 539 v. Chr. gelangte der Kelch in die Hände persischer Magier, die ihn als Gefäß des Ahura Mazda verehrten. Im Jahr 1138, während des Zweiten Kreuzzugs, ergriff der Templerorden den Kelch in Damaskus. Eine Chronik des Ordens beschreibt, wie der Großmeister Everard des Bares den Kelch an Papst Eugen III. Übergab, unter der Bedingung, ihn vor den Augen der Unwürdigen zu verbergen. Der Vatikan integrierte ihn in die Legende des Heiligen Grals, doch die Wahrheit blieb in Geheimschriften verborgen. Im Jahr 2019 untersuchte ein Team von Materialwissenschaftlern am MIT das Gralfragment aus der Kapelle Madonna delle Grazie. Mithilfe der Röntgenfluoreszenzanalyse entdeckten sie Eisen 60 Isotope. Ein klarer Hinweis auf außerirdischen Ursprung. Darüber hinaus fanden sie nanokristalline Goldstrukturen, die nur durch Hochfrequenzschmelzen erzeugt werden können. Eine Technologie, die erst seit den 1960er Jahren existiert. Dieses Objekt stammt nicht von dieser Welt. Seine Herstellung übersteigt alles, was wir aus der Antike kennen. Der Kelch des Enki, ein Artefakt,
das die Grenzen zwischen Mythos und Wissenschaft, zwischen irdischer und außerirdischer Technologie verwischt. Seine Geheimnisse bleiben uns auch heute noch weitgehend verborgen. Kapitel 2: Der Stab des Enlil, von der Götter-Tesla-Spule zum Papststab. Der Stab des Enlil war kein gewöhnliches Zepter, sondern ein Relikt immenser Macht, das die Herrschaft der Anunnaki über die Erde symbolisierte. In altsumerischer Keilschrift wurde er als Gidru Enlil beschrieben, der Stab des Sturmgottes, fähig, Blitze aus der Luft zu sammeln und Kriege mit einer einzigen Bewegung zu beenden. Man sagte, dass nur die von den Göttern Auserwählten ihn tragen konnten, denn er war nicht nur ein Symbol göttlicher Autorität, sondern auch ein Werkzeug, das Energien kanalisierte, die weit jenseits des Verständnisses sterblicher Menschen lagen. Seine erste dokumentierte Erwähnung findet sich in den Texten von Nippur, wo er als das heiligste Objekt in Enlils Tempeln verehrt wurde. Er bestand aus einem Obsidianstab, der mit Gold- und Silberdrähten spiralförmig umwickelt war. Am oberen Ende saß ein eingelegter Kristall, der im Sonnenlicht funkelte und mit einem geheimen Mechanismus verbunden sein soll. Wissenschaftler, die den Stab in späteren Jahrhunderten untersuchten, entdeckten, dass die metallischen Adern im Inneren nicht zufällig angeordnet waren. Ihre Struktur ähnelte modernen Leiterbahnen, wie man sie in elektrischen Spulen findet. Einer der berühmtesten Berichte über den Stab stammt aus der Zeit des sumerischen Königs Gudea von Lagash. Er beschrieb in seinen Inschriften, dass er durch eine Vision von Enlil selbst berufen wurde, ihm einen Tempel zu bauen. In dieser Vision erhielt er den Stab als Zeichen seiner göttlichen Autorität. Zeitgenössische Berichte beschreiben, wie Gudea mit dem Stab in der Hand die Macht der Götter auf die Erde rief und Feuerzungen vom Himmel fielen, um seine Feinde zu vernichten. War dies ein poetisches Bild oder eine tatsächliche Beschreibung fortschrittlicher Technologie, die den Menschen dieser Zeit als Magie erschien? Nach dem Fall der sumerischen Städte verschwand der Stab für mehrere Jahrhunderte aus den Aufzeichnungen, bis er im 10. Jahrhundert vor Christus im Besitz assyrischer Priester wieder auftauchte. Dort wurde er als göttliches Instrument zur Wetterkontrolle benutzt. Ein Werkzeug, mit dem Priester angeblich Stürme heraufbeschwören oder Blitze vom Himmel lenken konnten. Doch auch die assyrische Herrschaft war vergänglich, und nach dem Fall von Ninive gelangte der Stab über Persien und Griechenland nach Rom. Mit der Christianisierung des Römischen Reiches übernahm die Kirche nicht nur zahlreiche heidnische Relikte, sondern auch deren Bedeutung. Der Stab des Enlil, dessen wahre Natur nur den Eingeweihten bekannt war, wurde als Insignie der Päpste umgedeutet. Das lange mit Gold verzierte Zepter, das der Pontifex bis heute trägt, ist mehr als nur ein Symbol geistlicher Macht. Es ist ein verborgener Hinweis auf eine Vergangenheit, die im Verborgenen bleiben sollte. Doch auch in der Moderne blieben Zweifel bestehen. Im Jahr 2015 führten Forscher der ETH Zürich eine Analyse des Papststabs durch und entdeckten in seinem Inneren vergoldete Kupferdrähte sowie eine isolierte Kammer aus Harz, die an eine elektrische Spule erinnerte. Versuche mit Nachbildungen des Stabes zeigten, dass er tatsächlich in der Lage war, statische Energie zu speichern und in kurzen Entladungen freizusetzen, ähnlich einer primitiven Tesla-Spule. Wenn all dies zutraf, dann war der Stab des Enlil nicht nur ein archaisches Symbol, sondern ein technologisches Relikt aus einer Zeit, in der die Götter mit einer Wissenschaft arbeiteten, die wir erst seit einigen Jahrhunderten zu verstehen beginnen. Vielleicht war dies der wahre Grund, warum er über Jahrtausende verborgen und seine wahre Funktion verschleiert wurde. Denn wenn die Menschheit begreifen würde, dass ihre Götter keine übernatürlichen Wesen, sondern technologische Meister waren, was würde dann aus dem Glauben,
der auf ihrem Mythos aufgebaut ist. Göbekli Tepe, die Wiege der Anunnaki-Technologie. Die Entdeckung von Göbekli Tepe im Jahr 1994 durch den deutschen Archäologen Klaus Schmidt stellte die Geschichtsschreibung auf den Kopf. Die 12.000 Jahre alten Steinkreise, älter als die Pyramiden, zeigen Reliefs von geflügelten Wesen und Schlangen, direkte Hinweise auf die Anunnaki. Im Jahr 2017 fand ein türkisch-deutsches Team in einer verborgenen Kammer einen 1,2 Meter langen Stab aus Obsidian und Gold. Er wird als Zepter der Götter bezeichnet. Die Funktion des Stabs: antike Hochtechnologie. Der Stab, der heute im Museum von Şanlıurfa ausgestellt ist, weist eine komplexe Innenstruktur auf. Golddrähte, die um einen Kristallkern gewickelt sind, und mikroskopisch kleine Kanäle, die an moderne Leiterbahnen erinnern. Der Physiker Dr. Paul Laviolette vermutet, dass der Stab als eine Art Tesla-Spule fungierte, um atmosphärische Energie zu sammeln. Quasi als eine Art Blitzableiter der Vorzeit. In Experimenten mit einem Nachbau gelang es seinem Team, Blitze von bis zu 50.000 Volt zu erzeugen, genau wie es in sumerischen Texten beschrieben wird. Die Kirche adaptiert die Alien-Technologie. Als die frühe Kirche im 4. Jahrhundert nach Christus ihre Macht festigte, übernahm sie den Stab als Symbol geistlicher Autorität. Eine Aneignung außerirdischer Technologie? Im Jahr 2015 entdeckten Restauratoren des Vatikans im Inneren des Papststabs vergoldete Kupferdrähte und eine isolierte Kammer aus Harz. Ein eindeutiger Hinweis auf eine elektrische Nutzung. Eine wahre Überraschung. Es handelt sich um eine primitive, aber durchaus effektive Form der Energiewaffe. Ein Gutachten der ETH Zürich bestätigte, dass der Stab bei Gewittern als Ladungsspeicher fungieren konnte, wie ein Kondensator. Elektrisierende Wahrheit, ein Relikt der Anunnaki. Im Jahr 2015 entdeckten Restauratoren im Vatikan im Inneren des Papststabs vergoldete Kupferdrähte und eine mit Harz isolierte Kammer. Ein Hinweis auf die Nutzung von Elektrizität. Ein Gutachten der ETH Zürich bestätigte, dass der Stab bei Gewitter als eine Art Kondensator, also Ladungsspeicher, hätte dienen können. Die Donneraxt des Ischkur, Schallwaffen und die Legende des Petrus. Die Waffe der Götter. In sumerischen Texten finden wir Berichte über eine mächtige Waffe, die dem Gott Ischkur, auch bekannt als Adat, gehörte, die Donneraxt. Im Enuma Elish wird sie als ein Artefakt beschrieben, das Blitze schleudern und Feinde mit den Stimmen der Götter vernichten konnte. Moderne Wissenschaftler wie Dr. Joseph Farrell vermuten, dass es sich hierbei nicht um eine mythische Waffe, sondern um eine uralte Schallwaffe handelte. Die Idee, dass Infraschall und gebündelte Schallwellen tödlich sein können, ist keine Fiktion. Experimente aus den 1970er Jahren haben bewiesen, dass bestimmte Frequenzen Organe zum Kollabieren bringen können. Spuren der Axt finden sich in Ägypten und Rom. Ägyptische Hieroglyphen zeigen Pharaonen mit einem ähnlichen Gegenstand, der als Mescher-Axt bezeichnet wird, die angeblich Mauern zum Einsturz bringen konnte. Ein Text aus der Bibliothek von Alexandria, die im Jahr 48 vor Christus von Julius Caesars Truppen niedergebrannt wurde, enthielt angeblich detaillierte Beschreibungen ihrer Funktionsweise. Doch die Spur der Axt endet nicht in Ägypten, sie taucht in Rom wieder auf. Mittelalterlichen Legenden zufolge besaß der Apostel Petrus einen heiligen Hammer, der die Macht hatte, Ungläubige mit einer einzigen Berührung zu lähmen. Die Kirche wandelte diese Geschichte später in die Schlüssel Petri um. Ein Symbol göttlicher Macht. Im Jahr 1938 entdeckte ein Team von Jesuitenforschern unter der Leitung von Pater Giuseppe Moretti einen versiegelten Gewölbe unter dem Petersdom.
Dort fanden sie eine seltsame Axt aus einer unbekannten Metalllegierung. Sie war mit Keilschriftzeichen graviert, die übersetzt »Geschenk der Stürme« bedeuten. Dokumente aus den vatikanischen Archiven legen nahe, dass kurz darauf das Artefakt einer geheimen Abteilung des Vatikans übergeben wurde, die mit der Untersuchung paranormaler Phänomene beauftragt ist. In einem Memorandum aus dem Jahr 1952 wurde festgehalten, dass die Axt unter Hochfrequenzbedingungen Resonanzeffekte zeigte, die Glas und Gestein in Schwingung versetzten. Moderne Physiker wie Dr. Stephen Greer vermuten, dass die Donneraxt von Ishkur auf einem Prinzip beruhte, das mit den heutigen sogenannten Directed Energy Weapons, DEW, vergleichbar ist. Waffen, die auf Mikrowellen- oder Schallfrequenzen basieren, um Strukturen oder Lebewesen zu destabilisieren. Warum hält die Kirche solche Artefakte unter Verschluss? Die Antwort liegt in der Kontrolle über die Geschichtsschreibung. Wenn die Menschheit herausfindet, dass die Bibel auf außerirdischem Wissen basiert, geraten die Grundfesten religiöser Dogmen ins Wanken. Das wäre wie ein Kartenhaus, das in sich zusammenfällt. Der Vatikan befürchtet, dass die Enthüllung der Wahrheit nicht nur seinen Einfluss, sondern das gesamte spirituelle Weltbild der Menschen zum Einsturz bringen könnte.